Aber um zum Kern einer Geschichte zu kommen, muss man diesen Kanzler, der jetzt nicht da ist, der aus meiner Sicht ein Lügner ist, einfach mal kennen, was der gute Olaf so macht. Dieser Mann ist Kanzler, er ist Sozialist und er ist erzogen worden von den Funktionären der DDR. Das ist der Kanzler, der hier sitzt. Hey Leute, der AfD-Politiker Gottschalk zerlegt Olaf Scholz und nennt ihn einen Lügner. Und das mit voller Emotion. Wer dachte, Scholz könnte sich da rausreden, wird hier eines Besseren belehrt. Da wird ordentlich aufgeräumt. Wollt ihr wissen, was wirklich los ist und welche brisanten Details ans Licht kommen? Dann schaut unbedingt rein. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und teilt eure Meinung in den Kommentaren. Eure Meinung zählt. Viel Spaß beim Schauen. Auf geht's! Ja, man muss die Reden ja mal umstellen. Sehr geehrter Kollege Herbrand, Sie hätten jetzt mal die Möglichkeit gehabt, echte Oppositionspolitik zu machen. Ich sage nur, Frau Borjeka ist, glaube ich, der beste Beweis, dass hier was im Argen ist. Aber, liebe Kollegen der CDU, CSU, ich bin Ihnen dankbar für die Anfrage, die Sie gestellt haben. Denn, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Sachverhalt, über den wir uns hier unterhalten, liegt mir 9 Jahre zurück. 9 Jahre, wie bei Planung, kaputten Brücken, Autobahnen und anderen Dingen, braucht dieses Land, um überhaupt diesen Vorgang etwas zu beurteilen. Und dass der Untersuchungsausschuss nicht zutage führte, nun ja, GroKo, zeigt umso mehr, wie notwendig die AfD ist. Sie wollten doch einer Krähe der anderen da gar kein Auge aushaken, meine Damen und Herren. Das ist doch das Problem in diesem Lande. Kommen wir mal zum Sachverhalt. Was ist Cum-Ex? Da bin ich auch von Ihnen enttäuscht. Eine geniale Gestaltungsidee. Denn in der Tat, auf sowas muss man erst mal kommen. Einer Idee, die die Unzulänglichkeit der Sicherungssysteme in der Finanzverwaltung deutlich gemacht hat. Da tragen Sie, meine Damen und Herren, seit 20 Jahren, auch unter Herrn Schäuble, die Verantwortung, dass so etwas möglich ist. Einer Gestaltung, die an Schuspe, das ist richtig, nicht zu überbieten ist. Einer Gestaltung, die offensichtlich zu einem Schaden für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, von mehr als 10 Milliarden geführt hat. Und nehmen wir den großen Bruder Cum dazu, dann reden wir über 30 Milliarden. Wie viele Kitas, wie viele andere tolle Dinge hätte man davon tun können? Und einer Gestaltung, deren Aufarbeitung trotz der enormen finanziellen Auswirkungen nur schleppend vorangeht. Die Staatsanwaltschaft Köln kümmert sich seit 2013 darum. Warum eigentlich die Staatsanwaltschaft Köln? Weil in Hamburg in der Tat, wenn man Dinge begraben will, ist der Untersuchungsausschuss, der eher ein Grab der Stille als dann ein Untersuchungsausschuss, sehr gut aufgehoben. Aber da komme ich gleich zu, was für Amigo-Filz mit Grünen und Roten in Hamburg möglich ist, meine Damen und Herren. Was wir ja heute da nämlich diskutieren, ist eine Schmierenkomödie, die hier von allen Altparteien aufgeführt wird und an Arroganz gegenüber den Wählerinnen und Wählern und den Bürgern überhaupt nicht zu überbieten ist, meine Damen und Herren. Aber um zum Kern einer Geschichte zu kommen, muss man diesen Kanzler, der jetzt nicht da ist, der aus meiner Sicht ein Lügner ist, einfach mal kennen, was der gute Olaf so macht. 2011 begann also der Aufstieg des Olaf S. zum ersten Bürgermeister. Man muss aber seine Historie kennen. Als Gymnasiast zu den Jusos. In den 80er Jahren 9 Reisen in die DDR mit Treffen zur SED und FDJ-Jugendjager. Empfang bei Egon Krenz, dem schönen Egon. Das ist unser Kanzler. 1988, hören Sie zu, liebe Kollegen, mit denen wollt ihr koalieren, sagte er, um des Friedens willen der Union, das sind alles Stahlhelme der Union, meine Damen und Herren. Dieser Mann ist Kanzler, er ist Sozialist und er ist erzogen worden von den Funktionären der DDR. Das ist der Kanzler, der hier sitzt, meine Damen und Herren. Dann ist dieser Mann kurzzeitig eine Fehlbesetzung als Innensenator und 2011 bis 2018, ja, da können Sie ruhig schreien, das sind Ihre Leute, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich nichts vormachen. 2011 bis 2018 war dieser Mann dann erster Bürgermeister. Und auf die Anfragen von mir hin wurde geleugnet, dass es überhaupt noch E-Mail-Konten gibt. Später, da bedanke ich mich bei der Welt, ist aufgeflogen, dass Sie auch hier die Parlamentarier und mich als Oppositionellen angelogen haben, meine Damen und Herren. Sie haben überhaupt keinen Aufklärungswillen. Sie vertuschen, Sie verschleiern. Das ist Ihre Masche, meine Damen und Herren. Und im Jahre 2009, liebe Bürger, Sie hören richtig, im Jahre 2009 griff nun diese Warburg Bank dann ganz entschlossen in das Steuersäckel und wollte 47 Millionen € aus illegalen Geschäften erstattet haben. Und das ist auch so passiert in Hamburg. Und warum ist es so passiert? Da kommt jetzt das System, meine Damen und Herren.
der Hamburger Finanzverwaltung und des Hamburger Filz der Roten Genossen aufs Tableau. Tauchen wir also noch mal in die Story in das Jahr 2016 in Hamburg ein. Das Finanzamt für Großunternehmen fordert 47 Millionen € von der Warburg Bank zurück. In dieser Zeit traf sich Olaf S. mindestens zweimal mit dem Miteigentümer der Bank, ein Christian Olearius, im Folgenden nur Herr O. genannt. Auch ein bekannt gewordenes Telefonat zwischen beiden gehört dazu. Auch hier hat uns Herr Scholz im Finanzausschuss offen angelogen. Aus einmal Treffen wurde 3 und beim Untersuchungsausschuss 2 Monate später waren es 0 Treffen, meine Damen und Herren. Was ist denn das anderes als das Volk und uns hier als Opposition zu belügen? Für alle, die nicht so in der Materie stehen, ein kleiner Exkurs in die Hamburger Verwaltung und den Filz. Oh, nicht nur Privatbanker, sondern auch ein bekannter Dealmaker der Hansestadt. Am 7.3.2011 wird Herr S. Bürgermeister. Bereits 5 Tage später hat er von Alfons Pawelczyk, den ist den Genossen sehr gut bekannt, besucht. Denn Herr O. möchte Mitglied bei Hapag-Lloyd im Aufsichtsrat werden. Hin und her, auf jeden Fall kommt man dem Wunsch von Herrn Olearius nach. Dann spendet er mit Freunden 70 Millionen für die Elbphilharmonie. Ein Millionengrab, auch verkalkuliert, meine Damen und Herren. Und dann kommt noch ein Vermittler des Kontaktes hinzu, ein Mittler zwischen Herrn S., unserem Kanzler, und Herrn O. Das war Johannes Kahrs, auch bestens bekannt. Gut vernetzt kommt die Staatsanwaltschaft auf einmal doch auf die Idee, sein Schließfach durchzusuchen. Und was findet man? 200.000 € in bar. Herr Kahr sagt, das ist alles Erspartes, meine Damen und Herren. So viel zu dem sozialen Gewissen der Genossen. Kommen wir also noch mal zum Protokoll. Am 6.10.2016 Olaf S. trifft sich das erste Mal mit Herrn O. Am 13.10. der Finanzsenator wird von der Chefin der Finanzverwaltung informiert. Am 26.10. Bürgermeister S. Herr Scholz empfängt den Vertreter der Warburg Bank. Es gibt weitere Gespräche. Und 8 Tage nachdem Herr Olaf S. den Anruf bekommen hat, entscheidet die Finanzbehörde in Hamburg, wir wollen die 47 Millionen doch nicht haben, meine Damen und Herren. Das sind die Genossen, die dort sitzen. Da haben Sie die Möglichkeit, am 23.02. die einzige Oppositionspartei, die hier im Deutschen Bundestag für Aufklärung sorgen will, entsprechend zu wählen, weil sie gut verschleiert, getarnt und getrickst haben. Und ich bleibe dabei, weil dort ein Lügner sitzt, meine Damen und Herren. Da die Verjährung jedoch droht, interveniert der Bund, und der rettet es an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Und Finanzsenator Peter T., heute Herr Tschentscher als Bürgermeister, wird dann quasi gezwungen, durch die Bundesregierung und das BMF entsprechend doch die Gelder einzufordern, meine Damen und Herren. Das unrühmliche Kapitel dieses Olaf S. ist hoffentlich am 23.10. vorbei. Aber die Frage, warum am Untersuchungsausschuss in Hamburg der Aufklärungswille fehlt, warum Sie das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der Opposition den Untersuchungsausschuss hier zu Cum-Ex und wir hätten aufgeklärt, nicht zugebilligt haben, meine Damen und Herren. Die Frage, da werden wir als Oppositionspartei hartnäckig bleiben, meine Damen und Herren. Und eine Frage stellte mir ein namhafter Journalist aus England. Wie konnte so ein Mann in Deutschland überhaupt Bundeskanzler werden? Und auch da haben Sie die Antwort am 23.02. Machen Sie Ihr Kreuz bei der AfD. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Dr. Johannes Fechner das Wort. Herr Gottschalk bringt es auf den Punkt. Olaf Scholz ist ein Lügner, und das mit einer Wucht, die man in der Politik viel zu selten sieht. Seine Wut ist absolut nachvollziehbar, denn Scholz' ständiges Ausweichen, seine Erinnerungslücken und seine Lernversprechen haben Deutschland in eine Krise geführt. Ehrlich gesagt, Scholz hätte niemals Kanzler werden dürfen. Seine Führungsqualitäten sind nicht nur fragwürdig, sie sind schlicht nicht vorhanden. Statt Verantwortung zu übernehmen, laviert er sich durch jede Krise, sei es Cum-Ex, die Migrationspolitik oder der wirtschaftliche Niedergang. Ein Kanzler, der nicht führen kann und sich in Widersprüche verstrickt, ist eine Katastrophe für dieses Land. Gottschalk spricht das aus, was viele denken. Es braucht endlich klare Worte und Konsequenzen. Scholz' Zeit im Kanzleramt sollte besser heute als morgen enden. Bis zum nächsten Mal.